Erstmal einen Schnaps hier. Übrigens, der Richie, der hat gefragt, wie schmeckt der Schnaps? Richie, ich habe den Schnaps noch nicht getrunken. Ich bin noch am Überlegen. Das sind hier in Deutschland, das ist ein kurzer bei uns. Das sind diese kleinen Dinger, die ihr in Süddeutschland immer trinkt. Bei uns sieht das so aus. Aber darum geht es nicht. Wir wollen ja Spaß haben auf der Fahrradtour. Und darum geht es auch bei dir. Ne? Spaß haben auf der Fahrradtour, Gepäck sicher transportieren auf der Fahrradtour. Und du sagtest, du hast zwar links und rechts, vorne, hinten, oben, in der Mitte und so weiter, überall eine Tasche, aber vorne am Lenker, da fehlt dir was. Da fehlt noch was, genau. Und das wollen wir heute ändern. Deswegen wollen wir jetzt gleich mal einen Lenkeradapter von ClickFit vorne installieren, damit wir dann eine schöne Tasche vorne haben, dass auch da noch Sachen mit transportiert werden können. Genau, und wie das wieder so ist, Dieter hält das gleich alles filmografisch fest, so. Ja. Du kannst das zu Hause nachmachen. Wenn du sagst, Mensch, ein Quickfix-Halter habe ich schon immer mal von geträumt, aber den selber dran bauen, weiß ich auch nicht, ob ich das kann. Wir beweisen gleich, dass es ganz einfach geht. Ne? Wichtig vorab, auch was wichtig ist, kommt gleich. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hugendorf und Mathis. Mathis, Mr. Right to Learn. 23, 24 oder auch Mathis Quatermauer. Und übrigens, mein Cousin macht eine Fahrradtour. Quer durch Europa. 10 Monate, 12.000 Kilometer, einmal quer durch Europa. Und das Ganze mit dem Fahrrad hier. Mit dem Stevens Savoy. Ja, wir bereiten das Fahrrad so ein klein wenig vor. Wir haben auch schon ein Interview aufgenommen, wo du ein bisschen mehr über die Tour sprichst, wie du auf die Idee gekommen bist und so weiter. Findest du alles auf diesem Kanal. Aber jetzt wollen wir einfach mal, was wir vorab mal sagen, wir haben es immer zum Ende vom Video gesagt, man findet dich ja auch auf Instagram. Genau. Die Tour geht ja erst los. Wir haben jetzt Juli und im August, sagst du, Anfang August fährst du irgendwann los. Du weißt noch nicht genau wann, nee, auf jeden aber Fall du fährst los. Und du kannst Mathis auf Instagram finden unter Right to Learn 2324. Genau. Bevor du jetzt sagst, so einen Clickfix-Halter kaufe ich und möchte ich haben, gibt es ein, zwei Sachen, die musst du beachten. Also welche Tasche du hast, ist in Wirklichkeit egal. Kommen wir auch im Laufe des Videos nochmal dazu. Aber dieser Clickfix-Halter oder diese Clickfix-Halter gibt es in verschiedenen Varianten. Und wir haben jetzt wirklich die typische Fahrradvariante, weil es gibt einmal zwei verschiedene Breiten, schmal und breit. Breit ist dann für die ganzen E-Bike-Fahrer unter euch, die hier oben vielleicht ihr Bosch-Display haben oder auch ein Shimano-Display oder von irgendeinem anderen Hersteller. Das ist ganz egal. Da brauchst du auf jeden Fall einen breiteren Halter, der extra mit der Kennzeichnung E-Bike gekennzeichnet ist. Des Weiteren gibt es noch einen Punkt, den musst du beachten. Es gibt verschiedene Lenkerdurchmesser. Es gibt immer einmal diesen typischen 22 bis 26 mm, also 25,4 ist eigentlich so das damalige Standardmaß beim Fahrrad. Und dann gibt es das neumodische Maß 31,8. Ist auch am weit verbreitetsten, aber das solltest du auf jeden Fall vorher einmal ausmessen. Wie dick ist dein Lenker, damit du weißt, welchen Halter du brauchst und nicht irgendeinen kaufst. Am besten ist du gehst zu irgendeinem Fahrradhändler, sagst, hier, ich brauche einen Clickfix-Halter. Der zeigt dir der sagt, welches Fahrrad hast du denn? Ja, das, was da draußen steht. Dann guckt er sich das im besten Fall mit dir zusammen an und sagt, jo, du brauchst den Halter für dein Fahrrad und dann läuft alles. Aber wenn du jetzt im shop.hogendorn.de bestellen willst und sagst, so einen Clickfix-Halter hier, den will ich haben, bestelle ich mir, dann solltest du die Dinge auf jeden Fall vorab testen oder prüfen. Und dieser Halter hier, der ist sogar für beide Lenkerdurchmesser. Das ist schon mal gut, aber für Fahrräder. Das ist die schmale Variante, keine E-Bike-Variante. Fangband. Clickfix-Halter. Das hier sind die spannenden Teile. Wir haben hier zwei verschiedene Durchmesser, weil das hier die Universalhalterung ist. Einmal für den kleinen Durchmesser, einmal für den großen. Wir brauchen die großen. Diese hier sind theoretisch gesehen übrig. Ein paar Schrauben und es gibt auch immer eine Variante zum Abschließen, was auch ganz praktisch ist. Dann kann keiner die Tasche klauen. So, stecken wir die mal hier rein, rauf. Wichtig ist halt, dass kein Kabel eingeklemmt wird. Läuft alles. Dann brauchst du den. Ja. So. Der Schlüssel muss nach oben. Der hier rein. Ja, genau.
Dann sind hier vier und dann fixiert man das schwarze Schrauben dabei. Gut, jetzt. Ich drehe die mal ein bisschen vor. Dann fällt er nicht mehr weg und die Schrauben nicht mehr raus. So. Jetzt bist du dran. Wie müssen wir denn achten, wie der gewinkelt ist? Wichtig ist, dass er erstmal gleichmäßig fest ist. Das ist ja eh eine runde Halterung und das ist auch, das kommt auch gleich nochmal. Da erzähle ich auch nochmal was dazu, weil die meisten montieren den einfach so. Der hängt dann so lose da dran, die Tasche da dran, so auf 7:30. Die Tasche drückt dann im blödesten Fall noch auf den Scheinwerfer. Aber dazu kommen wir gleich. Also schraub ruhig mal fest. Der Winkel ist auch erstmal noch egal. Wichtig ist halt gleichmäßig festschrauben. Die gehen wirklich schwer festzuschrauben und du merkst, ob die fest sind, wenn du hier mal so ziehst. Dann merkst du, da ist noch ganz viel Platz. Ja, das fühlt sich schon gut an. So, das ist auf jeden Fall schon mal fester. Ja, dreh mal ruhig hier noch mal ein bisschen. Sieht nur doof aus. So, jetzt. Und das ist das immer so, wo viele so denken, so, oh, der ist doch schon fest. Aber wenn du jetzt deine Tasche da rein machst, Dann rutscht der runter. Dann rutscht der runter. Gerade erstes Schlagloch oder so, erster Weg, der so ein bisschen uneben ist. Und dann rutscht die Tasche nach unten. Und das ist immer doof, weil es auch doof aussieht und von der Handhabung blöd ist. Und jetzt wird es interessant. Ich habe hier eine von 2 Fixierschrauben. Die brauchen wir. Und ich habe dieses Fangband oder Drahtseil. Und jetzt wird es, ja, wie soll ich sagen, interessant. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt vom Video. Das ist wirklich wichtig und das lassen die meisten, die es zu Hause dran bauen, weg. Ich verstehe das immer gar nicht, weil es eigentlich auch fast selbsterklärend ist. Ja. Wir brauchen noch einen 4er Imbus dafür. Ich mache das dann immer so. Ich stecke jetzt hier das Drahtseil da durch und schraube das erstmal fest. So, und jetzt wird es interessant, weil auch da passieren, wenn es denn gemacht wird, die meisten Fehler. Weißt du, wofür das Seil ist? Das hält ja den Clickfix-Halter gerade, ne? Ja. Weil du ja gerade schon gefragt hast, ausrichten und so, ne? Und dieses Seil, das wird jetzt hier unter oder über den Lenker, unter dem Vorbau durch und dann, Wieder da durch. ich hoffe, man kann das detailliert erkennen, also hier wirklich über den Lenker, dann gehen wir unter dem Vorbau, auf der anderen Seite kommen wir dann wieder raus, gehen wieder über den Lenker und dann habe ich die zweite Schraube hier, die zweite Klemmschraube. Ich hoffe, man erkennt es. So. Hier ist eine Aussparung, wo ich diese Schraube dann einfach reinstecken kann. Zack. Und jetzt das Drahtseil von oben durch diese Klemmschraube und dann sehen wir hier unten schon, da kommt der Drahtseil oder das Drahtseil heraus. So, und jetzt fragt man sich, wie kriegen wir da jetzt Spannung drauf? Ich drehe den Hebel dann immer einmal oder den Clickfix-Halter einmal nach oben. So. Ziehe das Ganze handfest stramm. Schraube das fest. Nicht zu fest, dann kann ich nämlich immer noch mal nachjustieren. Und jetzt drücke ich den Halter nach unten. Jetzt steht er aber zu hoch, das gefällt mir nicht. Also, man sieht das vom Winkel, ne? Du hast ja gerade gefragt, wie richte ich den jetzt am besten aus. So. Das ist fest. Und schon sitzt der Clickfix-Halter und hier verstellt sich dann auch nichts mehr. Ne? Das ist wirklich schön. Wir könnten jetzt das überschüssige Drahtseil abschneiden. Ich lasse das hier meistens sitzen. Stört jetzt auch keinen da unten in Wirklichkeit. Also sei denn, es ist jetzt noch wesentlich länger. Das geht so auf jeden Fall. Und als nächstes gucken wir uns eine Tasche aus. So sieht's aus. Es gibt ja mittlerweile so viele Taschen. Und wir haben uns eine Tasche ausgesucht mit einem Kartenfach und 6,5 Liter Volumen, ne, haben wir gesagt. Es gibt noch eine kleinere, das ist übrigens die Ortlieb Ultimate 6, so heißt die Tasche, in einer 6,5 Liter Variante.
Und hier, die ich jetzt hier in der Hand habe, das ist die High Visibility. Wollte ich einmal zeigen, die ist wirklich stark reflektierend, coole Tasche. Mathis hat aber gesagt, nee, ich möchte eine, die noch ein bisschen dezenter ist, noch mehr schwarz. Und darum nehmen wir quasi die Classic. Die sieht dann so aus, ich weiß nicht, ob man jetzt einen Unterschied sieht. So im Scheinwerferlicht reflektiert das vielleicht beides. Aber klick die mal dran. So ist er offen. Wie macht man das denn richtig? Also eigentlich ganz einfach. Brauchst du nur wirklich so. Von unten. Ja, das sind die Videos von Zweirad Hogendorn. Da funktioniert nicht immer alles auf Anhieb. Ich hatte den Halter abgeschlossen, weil wir haben einen abschließbaren Clickfix-Halter. Und dann geht die Tasche auch nicht dran. Ne? Also da kann jetzt auch keiner kommen und sagen, ach, ich schenke Mathis eine Tasche, die baue ich ihm einfach dran, wenn er den Halter abschließt. So, das war's. Ja, wir könnten vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren. Ja. Aber wenn da noch was drin ist, dann würde ich sagen, hängt die Tasche ungefähr so. So einfach geht das und so einfach geht sie wieder ab. Sehr cool. Kannst du dir das so vorstellen? Ja, das sieht schon mal nach Radreise aus, finde ich sofort. Ja, wir brauchen nichts mehr machen. Wir können jetzt eigentlich sagen, folgt Mathis auf Instagram, guckt euch an, was er da macht. Genau, einfach mal drauf gucken, einfach mal durchklicken und verfolgen, wo Mathis so unterwegs ist. Macht noch andere tolle Sachen, aber wie gesagt, wir wollen auch nicht zu viel verraten, die Leute sollen ja auch noch gucken. Ne? Ja, genau. Gut, und dann, wir machen noch mehr Schraubervideos, also wir haben ja schon ein bisschen was gemacht, Tretlagerwechsel, was haben wir noch gemacht? Bremsbeläge ausgetauscht. Bremsbeläge haben wir ausgetauscht, wir haben ein E-Werk, ein USB-Werk aus dem Hause Busch und Müller montiert. Ja. Jetzt ein Clickfix-Halter und wir machen noch ein Video. Also mindestens noch eins. Und wenn du von der Tour wieder da bist, dann auch. Ja. Wir schauen. Auf jeden Fall Kanal abonnieren, gefällt mir da lassen. Und wenn du Fragen hast oder Tipps, was auch immer gerne in die Kommentare. Bis dann. Ciao.